Herzlich willkommen in der Praxisklinik am Rosengarten. Heute sprechen wir in diesem Video über die Möglichkeiten einer Penisverdickung. Ich möchte Ihnen heute die verschiedenen Wege aufzeigen und erklären, die wir verwenden, um den Penisschaft und auch die Eichel nachhaltig zu verdicken. Ich möchte Ihnen etwas über die Risiken, die Vor- und Nachteile im Einzelnen erklären, sodass dieses Video Ihnen einen guten Überblick über diese zur Verfügung stehenden Techniken geben sollte. Wir fangen an mit der einfachsten Art der Penisverdickung und das ist die Verdickung mit Hyaluronsäure. Sie kennen die Hyaluronsäure eventuell aus den Bereichen der Faltenunterspritzung bei Frauen und Männern im Gesicht. Aber wir verwenden diese Hyaluronsäure eben auch, um im Bereich des Penis, im Schaft und in der Eichel eine Verdickung zu erreichen. Der Vorteil der Hyaluronsäure ist, dass Sie keine aufwendige Operation benötigen, um die Hyaluronsäureinjektion zu machen, sondern es ist ein kurzer, kleiner Eingriff, der meist in örtlicher Betäubung durchgeführt werden kann. Der weitere Vorteil ist, dass Sie keine zusätzliche Fettabsaugung benötigen. Wir erklären gleich noch oder ich erkläre Ihnen gleich noch, was der Unterschied zum Eigenfetttransfer an der Stelle ist. Aber Sie benötigen keine Operation, sondern die Hyaluronsäure, die wird artifiziell hergestellt, also industriell hergestellt und dann in den Penisschaft und oder die Penisspitze injiziert. Der Nachteil der Hyaluronsäureinjektion ist natürlich, dass es sich bei der Hyaluronsäure um ein abbaubares Substrat handelt. Das heißt, mit den Monaten wird die Hyaluronsäure immer weniger, bis sie nach etwa einem Dreivierteljahr oder einem Jahr genau dort wieder landen, wo sie gestartet sind und gegebenenfalls eine erneute Injektion machen müssen, die natürlich wieder Geld kostet und wieder eine Anfahrt kostet und so weiter. Also daher für Patienten, die zum Beispiel ausprobieren möchten, wie eine Penisverdickung sich für sie anfühlt, ist die Hyaluronsäureinjektion eine gute Option. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass die Penisverdickung eine gewünschte Behandlung ist, dann würde ich auf die Eigenfettverdickung umschwenken, denn dann haben Sie ein dauerhaftes Ergebnis. Der Eigenfetttransfer läuft so ab, dass wir zunächst einmal besprechen, an welchen Stellen wir das Eigenfett gewinnen können. Meistens steht uns dafür der Bauch zur Verfügung oder die Oberschenkel, die Flanken. Der Bauch ist deshalb gut, weil es sehr hartnäckiges Fett ist und genau dieses Fett wollen wir. Wir wollen ja ein stabiles Fettgewebe verwenden und wir können sehr einfach durch den Bauchnabel absaugen. Das heißt, da entstehen keine Narben. Dieses Fett wird dann, wie wir sagen, geharvestet, also geerntet, kollektiert, gesammelt und dann prozessiert, verarbeitet. Also das sind eigentlich die drei Schritte vor der Injektion, also Harvesting, Collecting, Processing und dann natürlich das Re-Injecting, also das Zurückbringen des Fettes in den Penisschaft. All dies funktioniert mit relativ speziellen Techniken. Für den Patienten völlig unrelevant, weil Sie als Patient natürlich in einer kurzen Narkose schlafen. Wir hören auch immer wieder, dass das in anderen Kliniken in örtlicher Betäubung durchgeführt wird. Das machen wir nicht. Wir lassen Sie gerne schlafen. Sie sollen die Operation in einer guten Erinnerung behalten und einfach aufwachen. Und der ganze Zauber ist schon zu Ende und Sie haben das Ergebnis, was Sie sich wünschen. Nichtsdestotrotz kann diese Operation natürlich ambulant durchgeführt werden. Das heißt, Sie müssen nicht eine Nacht bei uns in der Klinik bleiben, sondern können nach der Operation und einer kurzen Erholungsphase von einer Begleitperson abgeholt werden und nach Hause fahren und in Ihrem eigenen Bett schlafen.